Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich einmal etwas genauer darauf eingehen, wenn man in Hypixel Skyblock ein eher mana-lastiges Bild spielen möchte. Zunächst schauen wir uns aber erst einmal an, wie man überhaupt Mana bekommen kann, und danach kommen wir zu den Ausrüstungen, die ich euch empfehlen würde, wenn man ein eher mana-lastiges Bild spielen möchte. Jeder Spieler hat als Basis 100 Mana. Zeitweise kann man seine Mana durch das Trinken von Mana-Tränke erhöhen, und um seine Mana permanent zu erhöhen, kann man seine Intelligenz erhöhen. Die Intelligenz, die man hat, wird dabei in Basisintelligenz und in Bonusintelligenz eingeteilt. Basisintelligenz bekommt ihr, wenn ihr den Alchemy oder den Enchanting Skill levelt oder wenn ihr bei Melody erfolgreich an der Harfe die Lieder nachspielt. Bonusintelligenz erhaltet ihr, wenn ihr Rüstungen oder Waffen tragt, welche euch Intelligenz geben, oder wenn ihr Talismane mit Pretty oder Demonic reforged. Bei der Intelligenz sehen wir aber auch noch, dass sie uns neben Mana auch noch Bonus Magic Damage gibt, denn einige Waffen, welche eine Fähigkeit haben, die Mana benötigen, werden von diesem Bonus Magic Damage beeinflusst, wie beispielsweise das Sleeping Sword, welches einen Base Magic Damage von 350 hat, und dieser Wert von 350 wird durch unseren Bonus Magic Damage beeinflusst. Andere Waffen, wie beispielsweise das Aspect of the Dragon, haben zwar auch Fähigkeiten, welche Schaden anrichten, jedoch hat diese Fähigkeit einen festen Wert von 700 und dieser Wert wird also nicht von unserem Bonus Magic Damage beeinflusst. Kommen wir nun zu den Ausrüstungen für mana-lastige Builds. Angefangen bei den Pets ist wohl mit Abstand das beste Pet das legendäre Schafpet für ein mana-lastiges Bild, da uns das Schaf einfach alles gibt, was wir brauchen, wenn wir viel Mana haben wollen. Denn passiv gibt es uns Intelligenz und Fähigkeitsstärke. Die erste Fähigkeit des Schafs sorgt dafür, dass unsere Fähigkeiten weniger Mana benötigen. Die zweite Fähigkeit mit dem Schild scheint etwas unnötig, kann aber auch ganz nützlich werden. Und die dritte Fähigkeit, die man mit dem legendären Schaf bekommt, wird wohl besonders im Hinblick auf Dungeons sehr nützlich werden, da man dadurch dann noch mehr Mana hat. Und wer sich kein Schaf holen will, der kann sich vielleicht auch überlegen, ein Guardian zu besorgen, denn passiv gibt er euch auch mehr Intelligenz. Dann hat er noch diese Sepp-Fähigkeit, welche auch viel Schaden anrichten kann, wenn man einen hohen Intelligenzwert hat. Und auf der legendären Stufe regeneriert ihr mit dem Guardian auch ziemlich viel Mana in der Nähe von Wasser, was ziemlich von Vorteil ist, wenn man viele Fähigkeiten in kurzer Zeit verwenden will, welche Mana benötigen. Wenn man ein mana-lastiges Bild spielen möchte, braucht man auf jeden Fall eine Full Wise Crystal Rüstung. Diese ist aber nicht dazu gedacht, dass man sie die ganze Zeit trägt, sondern sie ist nur dazu gedacht, dass man sie vor dem Kampf anzieht, um sein Mana aufzuladen. Da euch die Rüstung über 1200 Mana gibt bei dem maximalen Lichtlevel und wenn das Mana dann vollgeladen ist, kann man seine richtige Rüstung anziehen. Die erste richtige Rüstung, die ich euch empfehlen würde, wäre eine Full Wise Dragon Rüstung, da sie euch wie das Schaf mehr Intelligenz gibt und dafür sorgt, dass eure Fähigkeiten weniger Mana kosten. Eine andere Rüstung, welche auch sehr interessant wäre für ein mana-lastiges Bild, wäre ein Elegant Tux, denn allein diese drei Teile geben euch schon 500 Intelligenz mehr und als Helm kann man dann beispielsweise noch einen Tarantula-Helm nehmen, um so viel Schaden wie möglich mit dem Setup zu machen. Ausgehend von den Pets und den Rüstungen, die es gibt, sehe ich zwei mögliche Spielweisen für Leute, die viel Mana haben. Entweder als Supporter mit einer Wise Dragon Rüstung und einem Guardian Pet, welcher mitten im Geschehen ist und auch etwas Schaden abbekommt und sein Team mit verschiedenen Fähigkeiten unterstützt. Dem Supporter würde ich eher das Guardian Pet als das Schaf-Pet empfehlen, da der Guardian euch passiv auch noch Defense gibt und die erhöhte Mana-Regeneration ist auch wichtiger als magischer Schaden, da man als Supporter sein Mana dazu einsetzt, um das Team zu verstärken und nicht um selber viel Schaden anzurichten. Und die andere Spielweise wäre ein Damage-Dealer mit dem Schafpet und ein Elegant Tux, der dort steht, wo er selber keinen Schaden bekommt, aber selber sehr viel Schaden an den Gegner anrichtet. Und hier wäre sogar die Fähigkeit von dem Schaf mit dem Schild ganz nützlich, da man mit dem Tux ja nur sehr wenig Leben hat. Bei den Waffen für den Supporter kann man nach zwei Arten von Waffen unterscheiden. Einmal Waffen, die das Team verstärken, wie beispielsweise das Zombie-Schwert oder die geupgradete Version, das Ornamented Zombie-Schwert, um das Team zu heilen, eine Version des Power Orbs, um dem Team zusätzliche Stärke zu geben und um das Team auch noch weiter zu heilen, und eine Riatua, um die Stärke des Teams zu erhöhen. Die andere Art von Waffen wäre dafür da, um die Gegner zu schwächen, wie beispielsweise der Edible Mace, um den Schaden der Gegner zu verringern, eine Voodoo-Puppe oder eine Frozen Scythe, um den Gegner zu verlangsamen, ein Inkwand, um den Gegner zu erblinden, oder ein Leaping Sword oder die geupgradete Version davon, das Silk Edge Sword, um den Gegner kurz einzufrieren. Bei dem Damage-Dealer-Bild gibt es nicht ganz so viele Waffen. Da er eher abseits stehen sollte, sollte man am besten einen Bogen verwenden und dort bietet sich am besten der Moskitobogen an, da das der Bogen ist, der am meisten davon profitiert, wenn man viel Mana hat. Und zwar kostet die Fähigkeit euch immer 11% eures maximalen Manas, also wäre es eigentlich egal wie viel Mana ihr habt, da ihr aber auch eine ziemlich hohe Mana-Regeneration habt, könnt ihr die Fähigkeit des Moskitobogens recht oft verwenden.
Und als Schwert würde ich hier besonders das Endstone Sword empfehlen, aber nicht um damit Gegner zu schlagen, sondern um nur die Fähigkeit des Schwerts zu verwenden, denn die Fähigkeit des Schwerts sorgt dafür, dass ihr 5 Sekunden unsterblich seid, und wenn man einen Elegant Tux trägt, hat man ja nur 250 Leben und dann kann es hin und wieder schon vorkommen, dass man in kurzer Zeit zu viel Schaden bekommen könnte. Und falls es doch mal knapp mit den Leben wird, wäre auch ein Heilstab ganz nützlich, denn auf der höchsten Stufe würde der Heilstab euch sogar mehr heilen, als ihr überhaupt Leben mit dem Elegant Tux habt. Ihr könnt ja mal gern in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche Waffe vielleicht noch ganz nützlich für ein mana-lastiges Bild wäre, welches ich jetzt hier nicht in dem Video erwähnt habe. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.